Harald, lieber Nils, wir kommen zum Schluss. Wenn ihr kurz nochmal zusammenfasst, auch mit vielleicht, was sind aus deiner Harald, jetzt, wenn ich dich links am Bildschirm habe und Nils rechts am Bildschirm, was sind aus eurer jeweiligen Sicht so 2, 3 Kernaussagen respektive auch Empfehlungen, wo man sagt, das ist etwas, wo sich die Leute vielleicht als nächstes beschäftigen sollten oder vielleicht auch bei ihrem Selbstbild mal fragen sollten? Wer möchte beginnen? Harald. Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, der lässt sich aber im Trendradar visuell nicht darstellen, weil dann gäbe es eine dritte Dimension und da wird es extrem unübersichtlich, ist das Thema der Vernetzung. Also nicht dieses isolierte Angehen von einzelnen Themen. So ganz am Anfang haben alle mit Customer Journey Mapping angefangen. Das war einfach leicht zu verstehen. Und man hat ein Ergebnis gesehen. Jetzt stellen viele fest, das bedingt, dass wir auch Daten dazu haben, das bedingt, dass wir andere Abteilungen mit einbeziehen müssen und. Und schon sind wir ruckzuck in dem Thema, CX ist immer ein vernetzter Ansatz. Also entweder alle im Unternehmen oder fast alle müssen mitziehen, müssen interdisziplinär zusammenarbeiten. Ich brauche die IT dazu, ich brauche die Systeme dazu. Und ich glaube, die ganz wesentliche Erkenntnis ist, CX kann nur gelingen, wenn wir genau diesen vernetzten interdisziplinären Ansatz wählen und das entsprechend so umsetzen. Und das heißt, Entschuldigung, ja. Nils, nein, bitte mach du. Kann ich unterstützen. Wir müssen das aber natürlich auch von der Perspektive der Steuerung eigentlich anschauen. Und wenn wir heute in einem großen Forschungsprojekt, was ich hier mit schweizerischen Banken mache, die Frage stellen, wie sieht denn ein integriertes Cockpit über CX und Kundenmanagement aus, dann ist die erste Frage, die wir eigentlich stellen, wollt ihr dieses Cockpit, was ihr entwickelt, mit euren wichtigsten Kennzahlen, wollt ihr das zur Kulturveränderung einsetzen? Das heißt also, wollt ihr wirklich darstellen, wo steht euer Unternehmen momentan und wo sollte es stehen, um einerseits natürlich Menschen um sich zu sammeln, die sowas können und die auch beseelt sind, wie du ganz recht sagst, aber auf der anderen Seite denen auch einen Leuchtturm zu geben und zu sagen, wo wollen wir denn bitte hin? Und ich glaube, dass da eigentlich die Infrastruktur des Unternehmens und die Führungsinfrastruktur vor allen Dingen eine ganz große Rolle spielt. Aber ich glaube, da habt ihr euch ja quasi schon Bälle zugespielt mit dem Punkt, ich habe mich ja zurückgenommen, weil ich hätte eigentlich in die gleiche Kerbe reingehauen. Also insofern wäre es für mich, ich hätte jetzt das eher als Frage formuliert, du hast quasi die Antwort gegeben. Es braucht wahrscheinlich nicht nur eine Geschäftsführungsposition, sondern es braucht alle, die quasi da möglichst einig sind oder zumindest, ich sage mal 80-90%, wenn es eine größere Gruppe ist. Und dann funktioniert es auch, weil nur dann findet diese Vernetzung auch statt, weil dann ist auch der ITler bereit, dem Vertriebler mal zuzuhören oder der Vertriebler ist bereit, dem Marketingmenschen zuzuhören oder der Service-Mitarbeiter ist der Logistik bereit zuzuhören, weil am Ende kann ich ja über Kundenwert auch sagen, okay, welcher Kunde wird zuerst beliefert und wie wird er beliefert? Das sind ja auch Fragen, die letztendlich bis in die Logistik sich durchziehen oder in die Produktion. Für wen wird speziell produziert, für wen wird eben nicht speziell produziert? Das sind ja Sachen, die alle am Ende Custom Experience bedeuten. Also von daher, ich finde es hochspannend, ich fand es hochspannend und ich freue mich, ich will jetzt nicht sagen auf ein Jahr später, sondern ich würde sagen, lass uns mal in einem halben Jahr nochmal ein Review machen. Vielleicht im Juli oder August ist eh schon relativ bald, dass man mal so plant, vielleicht auf Herbst hin nochmal wo stehen wir jetzt vielleicht? Was sind da eure Eindrücke mittlerweile? Vielleicht gibt es auch noch neue Ergebnisse aus euren Leuchtturmprojekten, weil ich glaube, das ist immer wichtig, dass man da nochmal drauf eingeht. Smart, habt ihr gesagt, wer die Studie sich anfordert, das ist ja auch nochmal wichtig. Ihr könnt, also sprich die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt euch die Studie downloaden bei BSI, ihr könnt sie downloaden bei SAP oder bei FIR. Da kann man sich das ganze Konvolut, das sind glaube ich 70 Seiten, ich habe es jetzt nicht ganz genau geguckt, aber du hast glaube ich irgendwas um die 70 Seiten. Vollgepackt mit Wissen und auch Beispielen. Und ich glaube, das konnten wir jetzt in der Dreiviertelstunde gar nicht abbilden, diese vielen Beispiele. Das kann man nochmal nachlesen. Also von daher, ich fange jetzt in diesem Fall bei Harald an. Vielen Dank an dich, Harald, und auch an dich, lieber Nils, für das Interview. Wir, glaube ich, haben viel Bewegung im Markt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch noch viel vor uns. Und wir drei sind da, glaube ich, mit missionarischem Eifer dabei, das weiterzutreiben. Und ich glaube, das ist auch gut so. Cool. In diesem Sinne,
herzlichen Dank und ein schönes Wochenende, sage ich jetzt schon mal. Danke gleichfalls, lieber Georg. Ja, vielen lieben Dank, Georg. Also. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ciao, ciao.